Hallo zusammen und ein Grüezi aus der Schweiz. Bald geht es los auf unsere Reise, ich sag mal die Reise unseres Lebens. Damit wir unsere lange Reise filmtechnisch und fototechnisch gut festhalten können und möglichst gute Qualität abliefern, haben wir uns einiges an Equipment zugelegt. Für diejenigen, die es interessiert, mache ich jetzt eine Vorstellungsrunde unseres Equipments, das wir alles mitschleppen müssen. Beginnen wir mit der DJI Action 4 Cam. Das ist diese da. Die nehmen wir hauptsächlich mit, um Aufnahmen aus dem Auto zu machen, also direkt aus der Vorderscheibe. Für das haben wir eine Halterung dabei, die magnetisch ist, und die Kamera da so befestigen und das an der Scheibe festmachen, und da können wir Timelapse erstellen und euch so mit auf die Reise nehmen. Die Kamera ist auch noch geeignet, um Unterwasseraufnahmen zu machen, was ich sicher denke, dass im Golf von Mexiko und auf Florida diese sicher zum Einsatz kommt. Zu dieser Kamera haben wir 3 Akkus mit einem Ladecase. Das sieht man hier mit den Akkus, damit wir immer genug Strom dabei haben. Als nächstes zeige ich euch unsere Insta360 X4 360 Grad Kamera. Diese werden wir natürlich brauchen, um 360 Grad Aufnahmen zu machen. Ist ja irgendwie logisch. Ist ziemlich praktisch, weil man kann einfach filmen und am Schluss kann man festlegen, welchen Ausschnitt das man präsentieren will. Vorne, hinten, links, rechts, oben, unten. Das ist eigentlich ziemlich egal. Dazu haben wir die Insta-Fernsteuerung, die sieht so aus. Die ist praktisch, weil man mit der die Kamera an- und ausschalten kann. Wenn man die Kamera zum Beispiel aus dem Auto hält auf einem langen Stick, dann kann man unten die Kamera starten und wieder abschalten. Dann kommen wir zu einer der Hauptkameras, die wird sicher immer dabei sein. Und das ist die DJI Pocket 3 Kamera. Ist sehr praktisch, weil sie extrem klein ist. Sie passt in die Hosentasche. Die kann man immer dabei haben. Die Aufnahmen sind sensationell. Also ich bin völlig begeistert von dem Ding. Sie hat ein Gimbal. Es wird natürlich alles in 4K gefilmt, das ist klar. Durchs Öffnen vom Display sieht man hier, startet die Kamera und beginnt sofort im Prinzip mit der Aufnahme. Also ein geniales Ding. Dazu habe ich auch noch 2 ND-Filter, wo man im Prinzip mit dem Drehrad verdunkeln kann. So, dann kommen wir mal zum nächsten. Also, dieses hier. Und zwar geht es hier um eine Drohne. Schließlich müssen wir ja ein paar coole Luftaufnahmen machen. Das ist die DJI Mini 4 Pro. Okay. Die sieht dann ausgepackt etwa so aus. Dazu die Fernsteuerung mit Bildschirm, ganz wichtig.
Ebenfalls gehören dazu 3 Akkus. Pro Akku ca. 30 Minuten Flugzeit, je nach Bedingungen. Ersatzpropeller und natürlich, ganz wichtig, sind die ND-Filter. So, dann kommen wir noch zur Hauptkamera, die mich hier filmt. Das ist die Sony ZV-E1 Vollformatkamera mit dem Mikrofon ECM M1 obendrauf. Zur Kamera Sony gehören auch noch die Akkus und Ladestation dazu. Was ist das? Dann kommen wir zu den Objektiven. Das kleinste Objektiv, das ist ein 2860 mit einer Blende 4 bis 5,6. Das ist dieses da. Das war bei der Kamera dabei. Eigentlich hätte ich die Kamera nur als Body, also nur den Fotoapparat kaufen sollen. Denn dieses Objektiv, ich denke nicht, dass wir das groß nutzen werden. Der einzige Vorteil ist, es ist extrem leicht und klein. Aber das ist auch gerade das Einzige. Dann das Objektiv, das mich im Moment filmt. Das ist ein Zoom-Objektiv 24-105 mit einer Blende von 4. Dann kommen wir zum nächsten Objektiv. Das ist wieder ein Zoom-Objektiv. Ein 70-300 mit einer Blende 4 bis 5,6. Das ist ein rechter Oschi, ziemlich schwer. So, und dann noch eine Festbrennweite, also kein Zoom-Objektiv, ist ein 20er Brennweite mit einer Blende von minimal 1,8. Also mit dem kann man schöne Bouquets darstellen. Gut für Städteaufnahmen und Landschaftsaufnahmen und so. Was noch ganz wichtig ist zur großen Kamera, zur Sony. Dazu habe ich noch 3 verschiedene Filter in verschiedenen Größen. Die braucht man zum Filmen. Da kann man im Prinzip die Durchsichtigkeit einstellen. Die braucht man, um die 180er-Regel einzuhalten beim Filmen. Wenn euch das interessiert, dann findet ihr das sicher auf YouTube. Also eine Kamera Sony braucht eine gewisse Pflege, also braucht man auch ein Reinigungsset. Das habe ich hier. Einmal so einen elektrischen Blower, also ein Gerät, das irgendwie angeht. So. Und das Blech kann man gleich auch von der Linse weglassen. Mit einem Diesel. Dann so Reinigungsstäbe, um den Sensor abzutupfen, falls da irgendwelche Flecken drauf sind. Und ebenfalls noch ein Nassreinigungsset vom Sensor mit Flüssigkeit. Nun kommen wir zu den Mikrofonen. Das
Das Hauptmikrofon von der Sony habt ihr bereits gesehen. Das ist das Sony ECM11. Das ist an der Kamera montiert und nimmt mich gerade auf. Weiter haben wir DJI Mic 2. Das sind diese Mikrofone mit einem Empfänger. Und hier sind die Sender. Diese kann man direkt mit allen DJI-Produkten verbinden. Das heißt, mit der Pocket 3 Cam kann man diese direkt verwenden. Die werden sicher auch öfters zum Einsatz kommen, damit der Ton gut ist. Als Reserve für diese lange Reise haben wir noch von Holyland die LARC 2 Mikros. Die sind deutlich kleiner. Können mit einem Magneten befestigt werden oder einer Klammer oder so. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Wie gesagt, das sind unsere Reserve-Mikros. Und zu den DJI noch ganz kurz, habe ich vergessen, das ist im Prinzip das Ladecase, das hat einen Akku drin und mit dem kann man die Mikrofone gleich aufladen. Jetzt kommen wir zu den verschiedenen Halterungen und Selfie-Sticks, die wir mitnehmen. Einmal den kleinen Insta360 1,20 Meter Selfie-Stick für die 360 Cam oder was man auch immer draufschraubt, spielt ja keine Rolle. Dann den großen Selfie-Stick, 3 Meter aus Carbon. Ein ganz wichtiges Teil. Gimbal Xiang Crane M3S. Den brauche ich vor allem für die Sony, für die große Kamera, um schön stabile Filmaufnahmen für euch zu generieren. Halterung für Auto habe ich schon gezeigt, genau, ganz eine wichtige Halterung natürlich, wenn man mit dem Auto unterwegs ist die Halterung für Handy. Das ist diese da. Die kann man entweder am Lüftungsgitter befestigen oder an der Frontscheibe mit dem Saugnapf. Dann haben wir hier noch, mal kurz gucken, sonst noch diverse Halterungen, so eine Handhalterung, so ein Mini-Dreibeinstativ für die Action Cam. Das ist eine Halterung für die Action Cam, die kann man zum Beispiel wie geht das Ding auf hier? Die kann man zum Beispiel so sieht man es vielleicht besser, an einem Rucksack festmachen. Kleines Dreibeinstativ. Sonst noch diverse Halterungen, Kopfhalterung und ja, Kleingeschmolz. Was ebenfalls noch wichtig ist, wenn man so viele Daten sammelt, ist ein Laptop. Der muss natürlich auch mit. Es ist ein Asus Gaming Laptop mit der starken Grafikkarte. Speicherplatz würde natürlich nicht reichen, darum zwei 20 Terabyte Festplatten ohne Gehäuse für die Datensicherung. Und dazu gibt es im Prinzip so direkte Anschlüsse, wo man per USB dann die Festplatten am Laptop anschließen kann. Das natürlich
zweimal. Zusätzlich sichern wir die Daten in der Cloud bei sync.com. Da kann man unbegrenzt Speicherplatz mieten. Das mache ich jetzt für diese Reisezeit. Ist mir echt wichtig, dass nichts verloren geht. Zum Laptop ist noch zu sagen, die Software, mit der wir die Filme schneiden, das ist mit Edius 11. Ich arbeite schon länger mit dieser Software, schon seit der Version 6 oder so, schon ein paar Jahre. Und jetzt muss ich wieder ein bisschen reinkommen, aber das klappt. Natürlich braucht es bei so vielen Geräten auch genügend USB-Kabel, um die Geräte zu laden. Da haben wir so verschiedene Geräte, also verschiedene Ladestationen. Das ist eine 4er-Ladestation. Hier nochmal eine 4er-Ladestation. Und nochmal eine 4er-Ladestation. Ich denke, das sollte reichen. Zusätzlich für unterwegs eine große Powerbank. Sicher ist sicher. Plus noch eine kleine Powerbank fürs Handy. Was haben wir noch? Ja, natürlich noch wichtig, diverse SD-Karten, die noch mitkommen, wobei ich werde fast täglich die Daten auf die Festplatte überspielen. Zusätzliche USB-Kabel. Ja, dann noch ein Sack mit Krimskrams, diverse Kabel für Kamera und Mikrofon, Windpuschel für die Lag-Mikrofone, Windpuschel für DJI Mic 2. Ja, das ist einfach so ein Sack mit Krimskrams. So. Und was ich noch vergessen habe, ist natürlich das Dreibeinstativ. Wir haben ein Carbon-Dreibeinstativ. Manfrotto B-Free Advanced Carbon mit Fluidkopf, also ein Stativ, wo man auch gut Filmaufnahmen machen kann und flüssige Bewegungen damit vollziehen kann. So, ich denke, das war's mal gewesen. Ich werde noch das ganze Equipment unten in die Kommentare eintragen, dann könnt ihr das jederzeit nachlesen. Wenn ihr Fragen oder Anregungen zu meinem Equipment habt, dann könnt ihr dies gerne unten in den Kommentaren reinschreiben. Würde mich interessieren, was ihr davon hält. Ihr würdet mir und Tamara eine große Freude machen, wenn ihr unseren Kanal abonniert, ab und zu reinschaut und vielleicht einen Kommentar hinterlässt plus noch einen Daumen hoch. Vielen Dank und ich wünsche euch eine schöne Zeit. Tschüss!